Was macht so ein Arzt aus? Zeit eben, die man investieren muss, um richtig zuhören zu können, um Patienten auch richtig verstehen zu können, um präsent zu sein für den Patienten, um daraufhin eben auch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja, das sind Sachen, die heutzutage viel zu kurz kommen und vielleicht ermöglichen uns diese neuen Technologien, ja, wie Virtual Reality, wie künstliche Intelligenzen, die vielleicht einen Teil der Routinearbeit für uns im Hintergrund einfach abarbeiten werden und dadurch präsente Zeit für den Patienten selber zu haben. Mein Name ist Ivica Grgic, ich bin Arzt, genau genommen Internist und Nephrologe, Wissenschaftler und Hochschullehrer an der Philipps-Universität Marburg. Das Besondere an meiner Arbeit ist zunächst einmal, dass man mit kranken Menschen zu tun hat, die natürlich versucht, bestmöglich in ihrer Erkrankung zu begleiten, zu therapieren, auch Angehörige mitzuleiten. Ich liebe Momente mit Patienten, mit denen man lachen und weinen kann. Der wissenschaftliche Teil ist wiederum super spannend. Ich liebe Momente mit jungen Wissenschaftlern, wenn man coole Experimente gemacht hat und man einfach diese Begeisterung in den Augen sieht. Und der dritte Teil ist Hochschullehrer, natürlich der Umgang mit Medizinstudierenden und dort mitunter auch als Mentor auftreten zu können, denen vielleicht die eine oder andere Lebensweisheit mit auf den Weg geben kann. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an meine allererste Schicht, null vorbereitet auf den Einsatz in der Notaufnahmestation. Okay, hier in der Kabine ist noch jemand, da ist noch jemand und so nach dem Motto und good luck. Man wusste, man könnte den Oberarzt theoretisch anrufen, aber im Prinzip war man so erstmal dann auf sich gestellt. Und das war eine Situation, die mit sehr viel Herzklopfen einherging, mit sicherlich eine Portion Unsicherheit und man hat sich da von Tag zu Tag, von Woche zu Woche hindurch geschlängelt und ist natürlich mit der Zeit schon besser geworden. Und das ist eben genau der Ansatzpunkt, dass man angehende Ärzte besser auf genau diese Situation vorbereiten kann. Und so kamen wir dann auf das Thema Virtual Reality. Also letztendlich ist es so, dass Medizinstudierende in höheren Semestern sehr viel Faktenwissen schon haben. Es kommt ein Patient mit einem Symptom, der hat Schmerz, der hat Übelkeit, man kann sich gewisse extra Informationen geben lassen von dem Patienten oder der Patientin. Und um das zusammenzufügen und zu integrieren zur nächsten Entscheidung, was ist der nächste Schritt? Ja, das ist etwas, was eben dieses Simulationstraining wirklich ermöglicht, abzurufen und auch zu prüfen. Sich mal auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen in einem geschützten Umfeld, ohne dem Patienten wirklich ernsthaft zu schaden. Sie lernen, Entscheidungskompetenzen zu erlangen durch die Möglichkeit eben auch der Wiederholung und des Feedbacks auf ihre Aktion. Und das ist das Schöne an diesem Simulationstraining, diesen digitalen Simulationstrainings, dass man ziemlich unmittelbar auch Feedback bekommt. Und der Grad an Interaktivität macht das Ganze wirklich zu einem nachhaltigen Lernerlebnis auch. Das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Einfach, dass es viel zu viel wirklich spannende Arbeit gibt, aber zu wenig Stunden am Tag. Wenn das gelänge, wirklich wieder qualitative Zeit für den Patienten, also mehr davon zu haben, ich glaube, da würden wir als Gesellschaft schon sehr viel wieder neu hinzugewinnen. Und dann wird auch keiner künstliche Intelligenzen verfluchen. Und vielleicht werde ich auch dann als Internist, um auf irgendwelche abgefahrenen Diagnosen zu kommen, gar nicht mehr so gefordert sein, sondern auch das werden dann irgendwelche künstliche Intelligenzen, die einfach ein Big Data Datensatz zur Verfügung haben, die auf den Erfahrungsschatz von 10.000 Ärzten mit 40 Jahren Berufserfahrung zurückgreifen können. Ja. Da werden wir gar nicht dran gegen ankommen können. Ne? Ist auch nicht schlimm, wenn dadurch sozusagen mehr Zeit für den menschlichen Umgang da ist, etwas, was eben eine künstliche Intelligenz nicht haben kann. Ich würde
mir vorstellen wollen, dass an sich Augmented und Virtual Reality schon zu einem festen Bestandteil wird der medizinischen Lehre. Da gibt es im Moment so viele Entwicklungen, dass ich die Zukunft für diese Anwendung in einem eigentlich sehr viel größeren, übergeordneten Kontext sehe. Und meine Vision wäre, dass wir diese Technologie als einen Eckpfeiler fest einbinden hier in die medizinische Hochschullehre.